Hallo in dem neuen Video. Es ist einige Zeit vergangen, wir sind nicht mehr in Quarantäne, wir haben die Quarantäne videotechnisch übersprungen. Wir hatten einfach keine Energie, keine Lust, da aus dem Nichts zu filmen. Haben wir auch nichts gemacht, wir haben einfach nur rumgegammelt, hat einfach nicht viel zu tun gehabt. Jetzt sind wir in der Marina schon. War ein toller Moment hier reinzukommen, wieder in Land zu gehen, wieder sich bewegen zu können, ein bisschen freier zu sein wieder. Auch die Eira wieder zu sehen, wir haben die Eira schon wieder angeschaut. Da kamen echt schon auch Gefühle hoch. Also dieses Boot, da sind so viele Emotionen mit verbunden. Auch hier in der Marina gibt es natürlich nicht viel zu tun. Wir werden euch hier mal ein bisschen rumführen. Das ist eine sehr schöne Marina. Das ist so ein richtiges kleines Paradies. Wir kriegen hier auch nicht viel mit von den Corona-Maßnahmen. Das ist nämlich in diesem abgesperrten Bereich quasi können wir uns frei bewegen. Wir haben jetzt seit heute Maskenpflicht auch. Aber ansonsten haben wir keinerlei Einschränkungen hier. Man darf zwar nicht den Bereich verlassen, sonst muss man wieder in Quarantäne. Das wäre nicht so gut. Aber wir können uns relativ frei bewegen und das ist auch wichtig für die Psyche einfach. Ja, wo fangen wir an? Wir haben auch schon einige Arbeiten am Boot gemacht. Wir haben unseren Spind ausgeräumt hier. Wir hatten hier so einen Locker Room und den haben wir leer gemacht oder fast leer gemacht. Es ist noch Essen drin. Das Essen sieht nicht so gut aus, das können wir gleich anschauen gehen. Es ist vielleicht teilweise schon wieder am Leben. Also ziemlich sicher. Hier sind wir reingekommen. Wir sind gleich hier am ersten Partout und ja, die Marina ist ziemlich groß und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das hier so aufgebaut ist. Es ist nämlich im Endeffekt wirklich nur die Marina im Nirgendwo. Da vorne fängt gleich der Dschungel an und das ist auch eigentlich ziemlich cool, weil am Abend touren da immer die Affen rum und ich habe auch schon so, ich weiß nicht, so eine Art Ameisenbären oder so sind das, glaube ich, gesehen. Und überall lauter Viecher, die da rumkrabbeln und es raschelt überall. Also ja, eigentlich ein ganz cooler Platz, weil man doch noch so ein bisschen sich die Zeit vertreiben kann, einfach ein bisschen durch den Dschungel laufen kann. Derjenige, der sich hier gerade um alles kümmert, um uns und alle anderen, die gerade hier sind, so an Seglern, ist der Juan, der Marina Manager, und der ist gerade auch komplett alleine eigentlich. Also der arbeitet wirklich von früh bis spät in die Nacht und muss sich um alles alleine kümmern, weil die meisten Arbeiter bzw. die Leute, die im Büro arbeiten und so, sind gerade alle nicht da. Also auch die ganze Marina läuft so ein bisschen auf Halbgas. Er hat dann noch gesagt, ich fahre dann abends manchmal 20 Minuten mit dem Dingi raus auf irgendeinen Felsen und entspannt mal kurz. Der läuft hier wirklich die ganze Zeit nur hin und her. Ja. Super Typ. Da steht sie. Und da, wo die Weiße war, wo die Weiße steht, haben wir letztes Jahr gearbeitet. Also wer sich noch daran erinnert, wo wir die Eira eben fit gemacht haben hier, um sie abzustellen, genau da stand sie und jetzt steht sie 50 Meter weiter, aber in einem abgesperrten Bereich. Und sie sieht auch noch echt gut aus. Ja, wollen wir mal hinschauen. Ja. Wir können leider noch gar nicht hin. Hier ist das der Zaun. Aber das ist die Beach. Für jeden, der uns erst seit unserem neuen Reiseaufbruch kennt, das ist unser erstes Boot gewesen, mit dem haben wir segeln gelernt, sind von Fehmarn bis hierher gesegelt, haben die ganze Karibik erkundet. Ja, viele Erinnerungen hängen mit dem Schiff zusammen. Ist auch wirklich ein cooles Ding, super solide Stahl, 16 Tonnen, 2 Masten, nicht sonderlich schnell, aber solide im Wasser und war eigentlich das perfekte Schiff, um so eine Reise zu starten. Und direkt hier geht es jetzt gleich in den Dschungel rein und es riecht ganz extrem gleich. Ja, da bewegt sich schon was. Ja, da sind die Ameisenbären. Nein, das ist echt irgendwie so ein Taurus oder so. Der Trick ist hier nicht so sehr auf Details zu achten. Uah. Weil dann sieht man auf einmal die ganzen Viecher, die man nicht sehen will.
Überall so fette Spinnen und so. Inside you was the moment I said I'm sorry, 'cause I knew that I hadn't been honest with you. I'm not in a hurry, so don't give up on me now, don't worry. I just want to be close to you. I'll take you anywhere. Beine könnte man sich einfach abmontieren. Das Wäre angenehmer als die Stiche so auszahlen. dermaßen. Man muss auch die ganze Zeit kratzen. Wenn man nur einmal kratzt, wird es nochmal viel schlimmer. Oh ja, man muss kratzen, Alter, das geht nicht. Ja. Oh. Wir tun uns da gerade momentan sehr schwer, diese Reise weiter zu planen. Es gibt so viele neue Hindernisse, ja, oder? Genau. Also, man kann in kein neues Land einreisen. Und selbst wenn wir jetzt über den Pazifik segeln, kommen wir im Pazifik an, wir werden da reingelassen. Dann haben wir aber noch 2 oder 3 Monate Zeit für die gesamte Südsee und können uns selbst dort nicht richtig bewegen. Man darf nicht zwischen den Inseln hin und her segeln und man ist wirklich schon sehr eingeschränkt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt nicht über den Pazifik zu segeln, weil wir diese Inseln und alles erkunden wollen und nicht durchsegeln wollen. Anderer Grund ist auch, wir wollen das hier nicht alles so links liegen lassen. Das fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt so durchzuhasseln. Wir wollen gerade auch mal wieder unbedingt reisen. Wir wollen so richtig was erleben. Wir hocken wirklich auf glühenden Kohlen und können auch nicht mehr hier in der Marina so lange uns aufhalten. Und wir können einfach nicht mehr darauf warten, dass Französisch-Polynesien öffnet. Und deswegen haben wir alle Möglichkeiten genommen, die wir irgendwie gefunden haben. Was ist möglich, was würde Spaß machen. Die eine Möglichkeit war Ecuador. Ecuador öffnet vielleicht bald wieder für Segelboote und könnte auch gut sein, dass man es so ab Mitte Juni wieder relativ frei bereisen kann. Es macht wahrscheinlich wirklich nur Ecuador auf. Viele andere südamerikanische Länder stecken gerade richtig tief in der Krise drin. Man redet ja auch gerade so ein bisschen von der Verlagerung dieser ganzen Pandemie. Also Europa ist so ein bisschen, wird es langsam entspannter. Dafür ist Südamerika doppelt und dreifach so hart betroffen. Da fängt es richtig an erst. Genau, ihr werdet ja alle die Nachrichten verfolgen. In Brasilien ist, glaube ich, so richtig das am extremsten gerade. Kolumbien auch, ja. Auch in Chile ist das noch nicht so absehbar und Peru. Heißt, es wäre wirklich nur Ecuador, was wir bereisen könnten. Es geht jetzt wirklich darum, eine längere Zeit hier noch zu verbringen. Und die andere Möglichkeit, die wir haben, ist die USA. Die USA hat für Europäer zwar die Landesgrenze geschlossen, aber wenn du nachweisen kannst, dass du die letzten 2 Wochen nicht in einem europäischen Land warst, darfst du einreisen. Wir sind da auch schon in Kontakt mit denen und haben es auch schon bestätigt bekommen. Mit dem Boot braucht man ein B1, B2 Visum, da reicht nicht dieses normale ESTA-Visum, was man sonst so braucht, wenn man in den USA Urlaub macht. Und das muss man ziemlich aufwendig beantragen. Man braucht ein Interview, also man muss ein persönliches Gespräch mit der amerikanischen Botschaft führen. Es ist gerade auch gar nicht so leicht, hier zur amerikanischen Botschaft hinzukommen. Die sind auch ziemlich überlastet gerade. Der nächste mögliche Interviewtermin ist am 20. September. Das ist viel zu spät. Ja. Deshalb haben wir uns nun relativ sicher dazu entschlossen, dass wir uns Anfang nächster Woche, also Anfang Juni, durch den Panama-Kanal durchfahren und dann uns Richtung Mexiko machen, an die Baja California. Dort gibt's, wir haben hier mit jemandem gesprochen, der schon seit Jahren unterwegs ist an der Westküste Amerikas. Da gibt es also auf jeden Fall einige Marinas, wo man relativ günstig ein Boot liegen lassen kann und die auch sicher sind. Und das ist jetzt gerade unser Plan. Also wir wollen nach Mexiko. Und dann kann man von Mexiko per Flieger und ESTA-Visum oder Zug oder Bus in die USA einreisen. Und wenn wir dann 3 Monate in der USA einen Roadtrip machen können, dann
kriegen wir beide mal wieder ein bisschen Beschäftigung, können was machen. Ich freue mich einfach nur darauf, mal einen Tag früh aufzustehen, den ganzen Tag irgendwas zu machen, abends einfach müde ins Bett zu fallen. Ja. Das hat man seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht und das muss mal wieder sein. Wir hatten schon immer vor, mal ein Land auch länger von Land zu bereisen und ja, jetzt haben wir wirklich richtig Bock auf die USA gerade. In der USA ist, glaube ich, das einzige große Land, beziehungsweise der einzige Kontinent, wo man sich gerade frei bewegen kann. Die USA ist sehr schwer betroffen vom Coronavirus und hat auch einige Einschränkungen. Wir denken trotzdem, dass das die beste Möglichkeit ist, jetzt reisen zu gehen. Individuell für uns und, einfach, ja. Und wir wissen noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber auch genau das habe ich auch gerade Lust. Heißt, wir haben eine sehr lange Segeletappe vor uns. Es wird anspruchsvoll. Knapp 2.500 Seemeilen vor uns, also es ist im Endeffekt so lange wie ein Transatlantik, aber härtere Bedingungen, ja, viel Ankreuzen, viel Wind wird uns erwarten, also das wird auch nochmal spannend. Strömungen, sehr starke Strömungen, die nicht von hinten kommen. Werden wir vielleicht erstmal kurz in Mexiko bleiben. Mexiko bietet sicher auch einiges und sobald es dann möglich ist oder sobald wir dann Lust haben, in die USA und uns dort irgendwie darum kümmern, dass wir vielleicht ein Auto kriegen, was wir wahrscheinlich kaufen. Wir haben gelesen, es macht keinen Sinn, sich für so eine lange Zeit einen Mietwagen zu holen, sondern lieber ein Auto kaufen, weil man es danach auch wieder relativ gut verkaufen kann. Also dass man am besten mit 0,0 rausgeht irgendwie, ja. Oder mit wenig Verlust. Und dann wollen wir 3 Monate lang circa uns die ganze USA anschauen. Wenn man da so drüber redet, dann macht mir das ein Grinsen ins Gesicht. Also ja. Da gibt es so viel zu entdecken. Da gibt es die Rocky Mountains, wir können Bergsteigen gehen, wo wir mega Bock haben. Surfen. Wir können, ja genau, wir können surfen gehen, wir können New York anschauen, auch wenn LA das vielleicht anschauen, keine Ahnung. Wir können ja, es ist einfach, die Liste ist so lang. Es gibt Riesenstädte, es gibt alle Klimazonen, man kann sogar vielleicht hoch nach Kanada. Ja, ist ein richtiges Träumchen irgendwie, was sich da gerade eröffnet und eine mördergeile Alternative. Und jetzt vertreiben wir uns noch ein paar Tage hier, bis wir durch den Panama-Kanal kommen. Boah, wie laut das ist. Versuchen nochmal uns hier ein B1, B2-Visum zu organisieren. Falls das nicht klappt, segeln wir einfach nach Mexiko, könnten es dort nochmal probieren. Wäre ganz cool, weil wir danach dann auch noch nach Hawaii könnten und nicht so ganz auf diese 90 Tage begrenzt sind und es einfach ein bisschen lässiger dann ist. Und ansonsten die andere Variante ist, dass wir irgendwo ausharren und warten, bis das vorbei ist. Ja. Und dieser Gedanke, der amüsiert mich ganz und gar nicht. Da wird man verrückt. Wir wollen ja auch weiterhin Videos machen und aktuell, wir wollen uns auch nichts aus den Fingern ziehen, wir wollen nicht Videos machen, obwohl wir gar nichts erleben und das ist irgendwie auch mega wichtig uns, dass wir euch cool mitnehmen und die USA bietet einige Möglichkeiten, dass wir euch wieder mit auf ein richtiges Abenteuer nehmen können. Ganz sicher. So, das war der weitere Plan und das ist auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Auch ein bisschen Risiko dabei. Es kann einiges auch wieder schief gehen. Anstrengend wird die Segeletappe auf jeden Fall. 2500 Seemeilen, hey. Zu zweit. Mörderweit. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter schwitzen und lassen uns vor den Moskitos töten. Oh Gott. Wir machen noch die letzten Vorbereitungen jetzt für den Panama-Kanal. Wir sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Ist auf jeden Fall spannend und tut uns ein bisschen leid, dass gerade so wenige Videos kommen. Es gibt gerade leider einfach nicht so viel zu filmen. Trotzdem glaube ich, werden die nächsten Videos ziemlich cool und auch spannend. Die Überfahrt, die uns erwartet, ist wahrscheinlich die anspruchsvollste, die wir jemals hatten. Wir entfernen uns jetzt mal richtig von der Barfußroute. Da erwarten euch auf jeden Fall nochmal coole Segelvlogs. Und dann kommt das nächste Highlight der Reise, Mexiko und die USA. Da freuen wir uns schon richtig, euch mitzunehmen. Also bis zum nächsten Video, wenn es dann heißt, ab in den nächsten Ozean, ab in den Pazifik.
Bis dann.